Heute wollen wir euch mal zeigen, was eigentlich passiert, wenn ihr daheim auf Bestellen drückt, bis dann das Paket wirklich bei euch vor der Tür liegt. Das hier ist Elvis. Heute bestellt er bei SIP ein paar Sachen für seine Vespa und zeigt euch, wie das funktioniert. So, also jetzt sind wir hier im Callcenter am PC und bis hierhin dürfte ja alles eigentlich noch so aussehen wie bei euch daheim. Wir sind hier einfach auf der SIP Landingpage und ich nehme jetzt einfach mal an, ich würde gerne eine neue Kupplung für meine Vespa PX einkaufen. Da wir eine Vespa PX uns ausgesucht haben, zählt die natürlich zu den Classic Vespas. Und dann kann man hier, wenn man Classic Vespa ausgewählt hat, schon gleich aus den verschiedenen Arten von Classic Vespas auswählen. Und da gibt es eben auch eine Stufe, die heißt Vespa PX T5 Corsa. Da kommt auch die PX drin vor, also wähle ich das jetzt mal aus. Und allein mit den beiden Auswählschritten habe ich jetzt meine Suche schon relativ gut eingegrenzt. Jetzt kann ich einfach mal eingeben Kupplung, SIP Supersport. Links neben den angezeigten Artikeln ist noch die After-Search-Funktion und hier gibt es jetzt halt verschiedene Sachen auszuwählen, zum Beispiel Artikelname, und da wir eine Kupplung suchen, kann man hier zum Beispiel schon mal Kupplung anklicken, und wenn ich jetzt halt noch eine spezielle Kupplung haben will, zum Beispiel für einen 62 Zähne Primärzahnrad, kann ich das auch noch auswählen, und jetzt sehe ich schon alle meine Varianten dafür. Dann haben wir den Artikel schon gefunden, den wir finden wollten, und den würde ich jetzt einfach in den Warenkorb legen. Und dann hätte ich gerne noch so ein schönes T-Shirt von uns und vielleicht auch noch die passenden Socken dazu. Sobald Elvis seine Bestellung im Online-Shop abschickt, landet sie gemeinsam mit allen anderen offenen Aufträgen in einer digitalen Warteschleife, der sogenannten Kommissionier-Warteschleife. Dort wird sie systemseitig nach Prioritäten sortiert. Etwa, ob es sich um eine Händlerbestellung, einen Expressauftrag oder einen Versand in ein Nicht-EU-Land handelt. Irgendwann ist auch Elvis' Bestellung an der Reihe. Nun greift unsere einstufige parallele Mehrfachkommissionierung. Klingt technisch, sorgt aber dafür, dass dein Paket schnell, sicher und zuverlässig bei dir ankommt. Wir bearbeiten Bestellungen nach dem Prinzip First in, First out. Das bedeutet, neue Aufträge reihen sich in die Warteschlange ein und werden der Reihenfolge nach kommissioniert. Wenn du deine Bestellung besonders schnell benötigst, empfehlen wir die Buchung von SIP Express. Außerdem zahlst du mit unserem Modell SIP Primo nur einmal im Jahr Versandkosten und bekommst alle weiteren Bestellungen portofrei. Ideal für Vielfahrer und Wiederholungskäufer. Unsere Lagerlogistik ist in 6 Zonen aufgeteilt. Jeder Kommissionierer betreut eine bestimmte Zone. Über ein elektronisches Handgerät Zebra, eine Art Scanner im iPod-Format, bekommt der Kollege automatisch angezeigt, welche Artikel er aus seiner Zone für welche Bestellungen holen muss. Elvis' Bestellung liegt in 2 unterschiedlichen Zonen. Das heißt, es wird nun parallel kommissioniert. Dementsprechend wird seine Bestellung in 2 zugeordnete Boxen aufgeteilt. Und durch das Einscannen des Artikels stellen wir sicher, dass der richtige entnommen wird. Wenn alle Artikel aus allen Zonen für Elvis' Bestellung eingesammelt sind, wird das automatisch im System gemeldet. Alle Boxen sind da. Wir können packen. Unsere automatisierte Versandanlage übernimmt nun. Sie erkennt, welche Boxen zu einer Bestellung gehören, sortiert sie richtig auf dem Förderband und bringt sie gesammelt zu einem Packplatz. Dabei läuft das Band mit einer intelligenten Steuerung. Dadurch ist ein Sicherheitslimit eingestellt, das verhindert, dass die Anlage überlastet wird. So bleibt der Prozess stabil und effizient. Jetzt wird gepackt. Es wird die erste Box gescannt, wodurch die dazugehörigen Boxen angezeigt werden. Dadurch ist klar, wie viele zusammengehören und welche Artikel sich darin befinden. Die Packende wählt einen passenden Versandkarton aus, scannt alle Artikel erneut und verpackt sie sorgfältig. Beim Verpacken achten wir auf Stabilität und Effizienz. Dabei ist unser Verpackungsmaterial von den Versanddienstleistern geprüft und freigegeben. Zunächst wird die Sendung gewogen und danach erstellt das System automatisch das Versandlabel und die Rechnung. Im Packvorgang wird ebenfalls gescannt. So stellen wir sicher, dass man genau den richtigen Artikel erhält.
Das fertige Paket wird zurück auf die Förderanlage geschickt. Am Ende sortiert ein Mitarbeiter die fertigen Pakete nach Versanddienstleister. Für Elvis' Bestellung geht's beispielsweise mit UPS weiter. Das Paket wird abgeholt und macht sich auf den Weg. Elvis freut sich schon sehr auf sein Paket. Nun hat die Vorfreude ein Ende. An welchem Projekt schraubst du gerade? Was hast du als letztes bei uns bestellt? Erzähl uns davon in den Kommentaren. Like das Video, lass ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg beim Schrauben!